Hallo meine lieben Freunde, heute wieder eine neue Ausgabe von Michael Kran Klartext und zu Beginn eine Bitte. YouTube und die sozialen Medien wollen mich mundtot machen. YouTube hat meine Reichweite eingeschränkt. Bitte empfehlt meinen Kanal trotzdem weiter an so viele Leute wie ihr kennt, damit wir diesen YouTube-Zensoren ein Schnäppchen schlagen können, indem die Videos wieder angesehen werden. Früher 50 bis 100.000 Abrufe, heute noch gerade mal 4 bis 10.000, aber meine Mission ist klar, ich mache es für unsere Großeltern. Heute zu einer anderen Lüge, die ich aufdecke. Und zwar wird ja in jedem Schulbuch und in jedem Geschichtsbuch, ich kann es fast nicht mehr hören, wird ja geschrieben, sinngemäß, 1933 ist Hitler einfach aufgewacht, hat gesagt, so jetzt will ich einen Weltkrieg machen und 70 Millionen Menschen töten. Das ist natürlich totaler Quatsch. Die Wehrmacht war nicht, und ich wiederhole, nicht für einen großen und langen Krieg vorbereitet. Noch einen Monat vor Beginn des Konfliktes mit Polen war sich Hitler bewusst, dass die militärische Führung in Heer, Marine und Luftwaffe und selbst im Oberkommando der Wehrmacht die deutschen Möglichkeiten und Aussichten bei einer kriegerischen Verwicklung mit den Westmächten mehr als skeptisch beurteilte. Hitler war im September 1939 zwar wirtschaftlich und militärisch zu einem kurzen und regionalen Feldzug gegen Polen in der Lage, aber nicht zu einem großen Krieg. Hätten die Briten und Franzosen im Westen angegriffen, dann wäre der Krieg schätzungsweise bereits nach 14 Tagen beendet gewesen, weil der Munitionsvorrat während des Polenfeldzuges nahezu aufgebraucht worden war und die absolut unzureichende Truppenstärke am Westwall den Alliierten nicht hätte standhalten können. Sogar der politisch korrekte Historiker Hans-Erich Volkmann muss angesichts der Faktenlage zugeben, ich zitiere, wenn die Wirtschaft des Dritten Reiches im Jahr 1939 überhaupt kriegsbereit war, dann nur für räumlich wie zeitlich begrenzte militärische Unternehmungen. Bei den Rohstoffvorräten Moment, ich habe mich hier ein bisschen verhakt. Bei den Rohstoffvorräten konnte man insgesamt gesehen davon ausgehen, dass sie, sofern sie nicht restlos in Deutschland gefördert oder erzeugt wurden, im Falle einer über Polen hinausgehenden kriegerischen Eskalation für 9 bis 12 Monate ausreichten. Zu Beginn des Polenfeldzuges besaß der Kohlebergbau keine Produktionsreserven mehr. Die bei den Zechen gelagerten Vorräte beliefen sich auf rund 15% eines Monatsbedarfs. Es blieb also keine andere Wahl, als die Lagervorräte an Steinkohle anzugreifen, die bis Ende Juli, Anfang August so weit absanken, dass bereits Einschränkungen in der Elektrizitäts- und Gasversorgung vorgenommen werden mussten. Ja, wo lest ihr das überhaupt? Kurzum, die Ernährungs- und Rohstofflage war für einen kurzen Krieg gesichert, genügte aber nicht für eine lange Eskalation. Auch nicht durch die vielfältige sowjetische Unterstützung. Ich habe extra ein Video dazu gemacht mit dem Titel Station Nord, Stützpunkt Nord. Nicht umsonst bemängelte die Wehrmacht, dass die deutsche Wirtschaft bei Kriegsausbruch 1939 nicht die innere Fülle und Stärke hatte wie bei Kriegsausbruch 1914. Auch mit den Waffen sah es nicht besonders gut aus. Wie schon erwähnt wurde Generalfeldmarschall Erhard Milch, ich habe ihn in einem anderen Video bereits zitiert, Generaloberst und Generalinspekteur der Luftwaffe im Nürnberger Prozess zum Vorwurf befragt, Hitler habe einen Angriffskrieg geplant. Milch verneinte dies vehement. Er hatte keinen Grund, den toten Hitler noch zu schützen, sondern belastete sich sogar selbst. Weil die Mainstream-Historie das gänzlich verschweigt, möchte ich noch einmal darauf eingehen und die Aussage des Generalfeldmarschalls zitieren. Milch sagte, aufgrund der Tatsache,
dass die deutsche Luftwaffe kaum über irgendwelche Bombenvorräte verfügte. Ich habe den Antrag gestellt, dass Bomben gefertigt würden. Das war vorher von Hitler als nicht notwendig und überflüssig vorläufig abgelehnt worden. Zitat Ende. Auch darüber habe ich schon ein Video gemacht. Also verschwiegen wird, Hitler lehnte den Bau von Bomben am 22. Mai 1939 ab. Milch stellte zwar den Antrag auf den Bau für Bomben, Hitler lehnte ihn ab, obwohl Hitler, so die Regierungshistoriker, ihm die Planung eines Weltkrieges schon 1939 unterstellen. Wie passt es also zusammen? Milch sagte weiter, ich zitiere, es handelte sich bei dieser Frage um die Knappheit an Eisen. Ich hatte nun unter dem Eindruck, dass es zu Verwicklungen kommen könnte, darauf aufmerksam gemacht, dass die Luftwaffe mit ihrer Bomberflotte nicht aktionsbereit sei. Der Antrag ist von Hitler erneut abgelehnt worden. Er würde schon rechtzeitig und kurzfristig Bescheid geben, ob wir und wann wir Bomben brauchten. Zitat Ende. Hitler hat den Bau der Bomben erst nach Beginn des Feldzuges gegen Polen befohlen. Auch Generaloberst Alfred Jodl, Chef des Wehrmachtsführungsstabes im Oberkommando der Wehrmacht, gab über den Rüstungsstand der deutschen Wehrmacht in Nürnberg Folgendes zu Protokoll. Ich zitiere, die wirkliche Aufrüstung wurde erst nach Kriegsbeginn durchgeführt. Wir traten in diesen Weltkrieg ein mit etwa 75 Divisionen. 60% unserer gesamten wehrfähigen Bevölkerung waren unausgebildet. Das Friedensheer war etwa 400.000 Mann stark gegenüber fast 800.000 Mann im Jahr 1914. Die Vorräte an Munition und an Bomben waren geradezu lächerlich. Zitat Ende. In keinem deutschen Wirtschaftszweig gab es bis September 1939 eine Produktion, die Kriegsvorbereitungen auch nur ahnen ließ. Noch im Jahr 1942 gab es weder eine zentral gelenkte Rüstungsproduktion noch einen zentral gelenkten Rüstungsplan. Die vorhandenen Rohstoffe reichten bestenfalls für 3 Monate Krieg. Die Historikerin Dr. Elke Anja Bagel-Bohlan resümiert, ich zitiere, die Rüstung nahm in Wirklichkeit nicht die uneingeschränkte Vorrangstellung in der Wirtschaft ein, wie es den Anschein hatte. Noch im September 1939 hatte Deutschland nicht jene grundlegende Umgestaltung der Wirtschaft in Angriff genommen, die der Krieg möglicherweise notwendig machte, während sie in Großbritannien bereits durchgeführt war. Die deutsche Industrie war auf längere Auseinandersetzungen mit dem gegnerischen industriellen Potenzial in keinster Weise vorbereitet. Zitat Ende. Der US-Historiker William Langer und der Historiker Everett Gleason konstatieren in ihrer Studie The Challenge to Isolation, ich zitiere, es besteht heute kaum einen Zweifel daran, dass die Deutschen 1939 in keiner Hinsicht auf einen großen Krieg vorbereitet waren. Sie produzierten weniger Kriegsmaterial als Großbritannien und Frankreich zusammen und besaßen nur äußerst geringe Reserven. Zitat Ende. General Halder stellte nach der Führerrede vom 14. August 1939 bei den Amtschefs im Oberkommando des Heeres deutlich fest, ich zitiere, Führer will den großen Krieg nicht. Zitat Ende. Und auch Hitlers Rüstungsminister Albert Speer war der Überzeugung, dass es nur einen kurzen Krieg geben würde. Laut Generaloberst Jodl waren 60% der wehrfähigen Bevölkerung nicht ausgebildet. Und die eigentliche Aufrüstung geschah erst nach Kriegsbeginn. So wies der Chef des Wehrwirtschaftsstabes Thomas mehrmals darauf hin, dass die vorhandene Breitenrüstung nicht durch eine entsprechende Tiefenrüstung ergänzt worden sei. Ein langer Krieg könne ernährungs- und rohstoffmäßig nicht durchgehalten werden.
General Keitel wies im Dezember 1939 darauf hin, dass der Führer erkannt habe, dass der Krieg auf lange Sicht nicht durchgehalten werden könne. Sie sehen also an den Aussagen der Zeitzeugen, dass das Deutsche Reich auf einen Krieg, den es angeblich schon Jahre zuvor geplant und gewollt hat, in keiner Weise vorbereitet war. Wie passt das zusammen? All das, was ich euch heute erzählt habe, könnt ihr nachlesen in Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 3 und Band 4. Band 3 über die Aufrüstung, Band 4 über die Kriegsführung und über den Kriegsausbruch mit Polen, Dinge, die ebenfalls verschwiegen werden. Mein neues Buch heißt Deutschland muss vernichtet werden. Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Es handelt über die Hungermassaker an Deutschen, Bombenangriffe, Massenvergewaltigungen, Folter, Torturen, Luftangriffe auf Deutsche, Kriegsgefangenenlager und so weiter, bis zu den Messermorden der heutigen Zeit. Wir denken, dieses Buch wird es nicht lange geben, deshalb je schneller ihr seid, umso besser, umso sicherer seid ihr. Das Buch ist ein Mahnmal, ein Denkmal für unsere Großeltern und unsere Großväter, Großmütter. Wenn ihr an diesem Gedenken teilhaben wollt oder wenn ihr dieses Buch sogar noch einem lebenden Teil eurer Großeltern schenken wollt oder geben wollt, ich bin sicher, sie finden sich in diesen Geschichten, es sind keine Geschichten, es sind Dokumente, Zeitzeugenaussagen, wieder und sagen, ja, genau so war es. Aber es wird verschwiegen und vertuscht und verheimlicht. In diesem Buch habe ich etwas gemacht, das noch keiner gemacht hat, kein Autor auf der ganzen Welt. Ich habe eine Gesamtbilanz der deutschen Toten erstellt. Und die Zahl ist so erschreckend hoch, es sind Millionen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. All dies in meinem Buch. Es gibt viele Neuerungen in diesem Buch, viele Dokumente, die verschwiegen werden oder nur teilweise zitiert werden und so weiter. Also wenn euch das interessiert, lest dieses Buch und ich erinnere, abonniert meinen Telegram-Kanal. Bitte empfehlt mich auch weiter, wenn ihr das gut findet, was ich mache. Ich mache es nicht für mich, ich mache es für unsere Großeltern, für unsere Menschen, die damals ihr Leben geopfert haben für unser Land. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter abonnieren auf www.michaelgrant.de. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.